Willkommen in unserer Heckgarage. Heute wollen wir euch zeigen, wie wir hier jeden Zentimeter Stauraum unter Bett genutzt haben und euch damit dann Ideen und Inspiration für eure eigene Planung geben. Und zum Schluss räumen wir dann alles gemeinsam ein und zeigen euch, was wir alles so dabei haben. Dann kommen wir direkt mal zu der wichtigsten Info ganz am Anfang. Wir können nämlich unser Bett hier hochklappen. Und das gibt uns einfach so die Möglichkeit, noch besser an den Kofferraum ranzukommen. Jetzt aber erstmal zu den Zahlen und Fakten. Der mittlere Bereich hier ist 91 cm breit und 130 cm tief. Und das Ganze geht dann bis zum Bett hoch auf ungefähr 74 cm Höhe. Und damit haben wir dann eine Grundfläche hier von ungefähr 1,2 Quadratmetern. Das klingt erstmal gar nicht so viel, aber wir zeigen euch auf jeden Fall noch, was da alles so reinpasst. Und zusätzlich haben wir auch noch hier an den Seiten die Plätze auf den Fächern, die wir euch dann auch noch genauer vorstellen wollen. Die Basis für alles ist hier unser Transportboden. Den haben wir passgenau zugeschnitten für unseren Ducato so gekauft und im ganzen Bus verlegt. Und vorne haben wir den mit Korkboden überklebt und hinten haben wir den so gelassen, weil der schön robust ist und rutschfest, also perfekt für eine Heckgarage. Die beiden Radkästen hier hinten, die verbrauchen natürlich viel Platz und nehmen auch viel Gestaltungsmöglichkeiten weg. Und wir haben aber versucht, so viel Platz wie möglich zu nutzen und drumherum zu bauen und eben dann auch diese Fächer hier zu nutzen. Also wir haben hier einen Kasten drumherum gemacht und können hier eben auch gleichzeitig im Kasten Dinge verstauen. Da haben wir dann eben Dinge drin, die wir nicht so oft brauchen, vielleicht eine Jacke, die wir irgendwie zu viel mitgenommen haben oder irgendwelche Vorratsdinge. Und hier oben passen dann eben noch zusätzlich 2 Eurokisten drauf und das war eigentlich fast der wichtigste Punkt, weil auf diesem runden Radkasten, da kannst du ja nichts drauf abstellen und deswegen haben wir eben hier diese Kästen gebaut, damit wir hier noch möglichst viel Platz nutzen können in der Höhe. Und ganz hier hinten dran, hinter dem Radkasten, da haben wir eben auch den Platz genutzt und einen zweiten Sicherungskasten installiert. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wo wir überhaupt unser Stromsetup haben. Und tatsächlich haben wir das Stromsetup nicht im Kofferraum, wie ganz viele gebaut, sondern wir haben das vorne verbaut, unter den Fahrersitzen und auch in einem Bodenfach. Weil das war für uns ein wichtiger Punkt, dass wir möglichst viel Platz hier hinten haben wollen. Und wir haben es eben geschafft, das alles vorne zu verstauen. Also wir haben die Batterie unterm Fahrersitz, wir haben den Wechselrichter unter der Beifahrerbank und die ganzen anderen kleinen Geräte alle vorne verbauen können. Das hat zum Beispiel auch den Vorteil, dass der Ladebooster nicht so ein langes Kabel von vorne hinter braucht. Und dann haben wir eben hier einfach ein dickeres Kabel hintergezogen für unsere ganzen Stromverbraucher in der Küchenzeile und am Bett und hier eben diesen zweiten Sicherungskasten. Und dadurch haben wir einfach maximal Stauraum hinten im Kofferraum und vorne fällt es gar nicht auf. Dann kommen wir jetzt als nächstes zur anderen Seite und zwar bauen die meisten ja auch den Wassertank am Radkasten und das haben wir auch gemacht. Wir haben da speziell auch so einen Wassertank gekauft, der diese Form von dem Radkasten hat. Im Nachhinein würden wir uns aber jetzt anders entscheiden, weil nämlich dadurch, dass wir den Boden gedämmt haben und dann auch noch den Transporterboden haben, ist der Frischwassertank erhöht und gleichzeitig haben wir auch die Wände gedämmt und dadurch passt sich das gar nicht so perfekt an. Also wir gehen davon aus, dass diese Wassertankform perfekt passt, wenn man das direkt in den rohen Camper einbaut, was ja eigentlich keiner macht. Und dadurch ist nach unserer Meinung viel Raum und Platz verloren gegangen. Wir fanden den auch nicht ganz günstig. Das heißt, wir würden das nächste Mal, wenn wir das nochmal machen würden, würden wir zuerst die Dämmung und den Boden machen und dann genau ausmessen, was passt eigentlich rein. Und dann einfach einen ganz normalen L-Wassertank kaufen, der dann über diesen Radkasten drüber passt. Und das ist dann eben günstiger und einfacher und am Ende auch einfach mehr Volumen im Wassertank, weil man nicht so viel Platz verschenkt. Dann kommen wir jetzt gleich zu dem Kasten hier, der direkt vor dem Wassertank ist. Und zwar verbirgt sich da unsere Standheizung darunter. Man musste natürlich erstmal unterm Auto ein Plätzchen finden, wo man die Standheizung gut verbauen kann. Und so hat sich dann eben hier dieser perfekte Platz ergeben. Wir haben hier vorne auch einen Schalldämpfer in der Ansaugung. Wir haben hier diese Standheizung erhöht verbaut, da wir hier hinten einen Boiler haben. Der hat hier diese Höhe und deswegen haben wir dann sowohl den Schalldämpfer an der Ansaugung als auch die Standheizung selbst auf diese Höhe gebracht von dem Boiler.
damit wir hier eine gerade Linie haben und eben keinen Platz verschwenden durch irgendwelche Rohre, die sich dann biegen müssen. Und es ist ja am besten für die Luftverteilung, wenn da möglichst gerade Linien sind und so eben kein Luftwiderstand entsteht. Und dann führt es eben hier in den Boiler rein. Wir haben dazwischen tatsächlich noch einen Schieber verbaut. So könnten wir einstellen, dass die Luft nicht durch den Boiler geht, sondern in ein eigenes Rohr, weil wir am Ende festgestellt haben, dass wir erstmal den Boiler zu nah an der Standheizung angebaut haben. Und dann haben wir nachträglich den Boiler noch mal ein bisschen weiter nach hinten verschoben und eben diese Klappe eingebaut, weil sonst hätte es sein können, dass das Wasser im Boiler überhitzt und dadurch kann man dann nicht mehr genug heizen im Innenraum. Tatsächlich haben wir diese Klappe noch nie gebraucht. Das Wasser ist nie so heiß geworden, dass die Heizung nicht mehr funktioniert hätte. Wir wissen natürlich nicht, wie es gewesen wäre, wenn es so nah direkt an der Standheizung gewesen wäre. Aber dadurch haben wir einfach noch ein bisschen Abstand generiert, was ja wohl schon sein sollte. Jedenfalls war es uns wichtig, hier diesen Boiler, die Standheizung, den Schalldämpfer, alles in einer Linie zu machen, damit wir hier nicht ums Eck müssen und eben wieder unnötigen Platz verlieren. Und so war das dann am Ende unsere Lösung. Was jetzt man hier perfekt sehen kann, wir kommen hier einfach richtig gut hin, wenn mal was sein sollte, weil wir hier alles schön aufklappen können. Es ist sauber und ordentlich. Und was mir jetzt noch einfällt, wir haben eben nur einen Schalldämpfer in der Ansaugung, weil wir ja dann hier beim Rauspusten die Luft direkt in den Boiler geht und das unserer Meinung nach auch eine Art Schalldämpfer ist. Und dann, was noch eine ganz lustige Idee ist, wir haben hier dieses zweite Luftrohr, was hier hinten entlang läuft, hier nach oben verlegt durch dieses Brett. Da haben wir sehr lang getüftelt und es geht dann eben hier in diese Eurobox rein und ums Eck. Und diese Eurobox hat den Sinn, dass wir eben hier nochmal 2 weitere Euroboxen nach oben aufstapeln können und so den Platz eben nicht verlieren. Hier unten können wir eben noch perfekt ein paar Dinge verstauen. Zum Beispiel ist da unser Wagenheber drin, ein Abschleppseil, solche Dinge, die halt nicht hitzeempfindlich sind und die man eigentlich nie braucht, aber trotzdem dabei haben muss. Und für alle, die es hier interessiert, wie wir diese Klappen gebaut haben, das sind hier unten so ein ganz normales Klavierband und hier haben wir so ziemlich starke Magnetverschlüsse. Wenn wir die finden, dann verlinken wir die euch unten in der Beschreibung. Und das haben wir das gleiche eben auch auf der anderen Seite hier. Und ein weiterer Vorteil noch zu dem Kasten hier um die Standheizung rum, das nimmt einfach noch mal ein bisschen Lärm weg von der Standheizung, wenn hier noch mal einfach eine Schicht Holz drumherum ist. Wir schlafen ja direkt drüber, aber wir können auch schon ehrlich berichten, dass wir die Standheizung nicht laut finden und gut schlafen können. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall auch ein Faktor. Also jetzt haben wir hier den Kasten von der Standheizung, hier hinten ist der Wassertank und jetzt mussten wir natürlich noch unser Wassersystem irgendwie unterbringen und da war einfach dann die perfekte Lösung, das hier an diese Zwischenwand zu machen und auf das Brett, weil diese Wasserpumpe, glaube ich, liegen musste. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Jedenfalls haben wir damals alle Geräte und alle Dinge, die wir gebraucht haben fürs Wassersystem, hingelegt und ganz viel getüftelt, wie können wir es anordnen, wie machen wir es am besten und das ist dann unser Ergebnis gewesen. So haben wir einfach trotzdem maximalen Stauraum, es sind kurze Wege, der Wassertank ist hier direkt hinter. Hier hinten geht es dann rein zum Waschbecken und zur Dusche und so weiter. Wenn euch das Ganze interessiert, wie wir unser Wassersystem geplant haben, wie wir das angeordnet haben, welche Teile wir dafür gekauft haben, dann schreibt uns gerne mal einen Kommentar und dann machen wir dazu gerne auch mal ein eigenes Video. Kommen wir jetzt hier zu diesem großen Bereich hier in der Mitte. Wie man unschwer erkennen kann, haben wir keinen Schwerlastauszug gebaut oder verbaut. Und das hat viele Gründe. Zum einen wiegen die ganz schön viel und man braucht ja auch noch mal einen zusätzlichen Boden. Zum anderen sind die auch ganz schön teuer. Und aber für uns der wichtigste Punkt ist, dass wir einfach flexibel bleiben wollten in unserer Gestaltung vom Kofferraum, dass wir auch mal größere Dinge mitnehmen können und dass wir uns eben jedes Mal wieder neu ordnen können, je nachdem, was wir so dabei haben wollen. Und wir lösen das Ganze eben mit ganz vielen Eurokisten. Hier hinten passen die perfekt rein von den Maßen tatsächlich. Und es ist auch nicht so schlimm, dass wir da hinten oben, also das
scheint jetzt blöd, dass man da ja nie hinkommt, aber wir können ja das Bett hier, genauso wie hier, auf der anderen Seite auch hochklappen. Das heißt, wir kommen an fast alle Kisten hier hinten auch ran, von innen dann. Und so müssen wir auch gar nicht so viel raus und rumräumen, wenn wir mal wohin müssen. Wir planen das Ganze natürlich auch so, dass wir jetzt an die unterste Kiste, da sind Dinge drin, die wir nicht so oft brauchen. Das sind Vorratsdinge, einfach Dinge, wo man dann alle paar Monate mal ein bisschen rumräumt. Und auch ansonsten haben wir hier hinten ein großes Sub und unsere Stühle. Das heißt, da ist der Raum dann gut gefüllt. Das zeigen wir euch später nochmal alles. So, und zu guter Letzt wollen wir euch jetzt noch diesen Stauraum hier unterm Bett vorstellen. Da kommen wir ja gut hin, weil wir das Bett auch hochklappen können. Und da haben wir eben einfach ein paar Dinge befestigt, die Ruder, einen Eimer. Und das haben wir jetzt gar nicht rausgeräumt, weil uns das jetzt so aufwendig war. Und jetzt wollen wir euch noch ein paar Bonussachen, ein paar Kleinigkeiten im Kofferraum vorstellen. Zum einen haben wir hier eine kleine 12 Volt Steckdose, so ein Zigarettenanzünder. Also wenn wir mal das Sub aufpumpen wollen oder für eine Kühlbox, dann ist das hier auf jeden Fall Gold wert. Zum anderen haben wir hier auf dieser Seite eine LED-Lichtleiste verbaut. Da ist der kleine Lichtschalter. Einfach, sollte man nicht vergessen, auch wenn man mal im Dunkeln irgendwas rumkruscheln oder suchen will, dann ist es gut, hier ein Licht zu haben. Und dann sind wir gleich hier. Wir haben hier eine Außendusche. Hier ist ja direkt der Wassertank. Trotzdem wird das Wasser einmal ganz hier hinten bis hier vorne durchgeführt. Wir haben auch Warmwasser hier und können eben hier unten mit so einem Schnelladapter die Duschbrause anschließen, hier Wasser einstellen, auf und zu machen. Und hier haben wir das so gelöst. Wir haben hier die Duschhalterung mit einem Magnet dran. So können wir das mit dem Tuch auch einfach außen am Blech befestigen. So, und jetzt wollen wir gemeinsam mit euch zusammen den Kofferraum einräumen, drum für drum, damit ihr seht, was wir alles so dabei haben und was alles so in den Kofferraum reinpasst. Wir sind jetzt fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es war was Spannendes und Inspirierendes für euch dabei oder für euren eigenen Ausbau. Wenn ihr Fragen zu unserem Ausbau habt, dann schreibt die gerne unten in die Kommentare. Wir lesen wirklich jeden einzelnen. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen restlichen Tag und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!